Moin liebe Tischtennisfreunde, geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Testvideo hier auf tt-test.de. Ich werde für euch heute einen weiteren Belag aus der Xiom Jekyll & Hyde Serie probieren. Es geht um den Z525. Dieser wurde im Gegensatz zu dem C55 nicht mit künstlicher Intelligenz hergestellt. Ich bin gespannt, was dieser Belag zu bieten hat und würde sagen, wir quatschen nicht lange und legen jetzt direkt los mit dem Testvideo. Let's go! Bevor das Video startet, gibt es erstmal eine Werbung in eigener Sache. In der kommenden Saison möchtet ihr besser werden? Dann bucht ein persönliches Coaching mit mir. Ich werde euer Spiel ganzheitlich, individuell und persönlich analysieren und euch dann entsprechende Ratschläge und Tipps geben, wie ihr besser werden könnt. Der Jekyll & Hyde Z525 ist der zweite Belag, den ich aus dieser Xiom-Serie probieren durfte. Wer sich fragt, was es mit dem besonderen Namen auf sich haben könnte, der sollte sich das Testvideo zum Jekyll & Hyde C55 anschauen. Der Z525 hat einen Härtegrad von 52,5 und ist in der Schwammdicke 2,1 in den Farben Rot und Schwarz zu haben. Die Erklärung für das Z im Namen findet man auf der Rückseite von der Belagverpackung. Das Z steht demnach für eine individuelle Spezialanfertigung für Nationalspieler, also für Spieler auf dem absoluten Top-Level-Niveau. Die Worte individuell und Spezialanfertigung passen für mich zwar nicht so ganz zu einem Belag, den jeder so von der Stange kaufen kann, aber ich glaube, damit ist gemeint, dass jetzt auch dem normalen Tischtennisspieler ein absoluter Profibelag zugänglich gemacht werden soll. Der Preis ist mit 79 € auf jeden Fall schon mal sehr sportlich. Aber ist der Belag auch wirklich das Geld wert? Im Vergleich zum super intuitiven Jekyll & Hyde C55 brauchte ich einiges an Eingewöhnungszeit für den Belag, bis ich die Bälle in etwa so spielen konnte, wie ich es wollte. Bei frontalen Balltreffpunkten kommen die Bälle auch schön geradlinig aus dem Belag heraus. Aber bei den Topspins haben sich die Bälle zu Beginn schwammig und unkontrolliert angefühlt, wodurch ich auch immer verkrampfter mit meiner Technik wurde. Yannick hat mir da den Tipp gegeben, etwas lockerer zu bleiben und nicht ganz so viel Power in den Ball hineinzugeben. Das hatte einen richtigen Aha-Effekt zur Folge. Der Ball ist angenehm in den Schläger eingesunken und entwickelte bei lockeren Schlägen eine schöne Eigendynamik, wodurch die Bälle deutlich sicherer auf dem Tisch angekommen sind. Beim Gegentopspin muss ich sagen, dass es mir anfangs schwer fiel, den Belag zu kontrollieren. Es fiel mir ebenfalls schwer, auch mal einen schnellen Kickblock oder Gegentopspin zu spielen. Teilweise sind die Bälle hinter dem Tisch ins Ausgeflogen und teilweise deutlich im Netz hängen geblieben. Da hat der C55 im Vergleich doch schon deutlich besser performt. Beim Topspin auf Unterschnitt habe ich teilweise die klebrige Oberfläche des C55 vermisst. Besonders wenn die Bälle etwas feuchter sind, hilft diese Oberfläche sehr, spinvolle Bälle sicher auf den Tisch zu spielen, da der Ball nicht die Haftung auf dem Belag verliert. Ich glaube, dass wenn man diesem Belag Zeit gibt und mehrere Wochen damit trainiert, sich sein Potenzial noch entfalten kann. Im ersten Test allerdings konnte mich der Z525 nicht überzeugen, vor allem für diesen Preis nicht. In diesem Bereich gibt es andere Belege, die besser auch ohne Eingewöhnungszeit performen und dazu noch günstiger sind. Und das war's auch schon wieder von mir. Checkt gerne mein Coaching-Angebot aus, wenn ihr in der kommenden Saison noch einmal eine Schippe drauflegen wollt. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Tischtennisfreunde. Haut rein!